Willkommen zurück, liebe Community, hier in meinem Ron Review Channel. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen und wie versprochen melde ich mich jetzt endlich mit unserem 1000 Abonnenten Special. Ja, ihr habt richtig gehört, wir haben diese magische Marke übersprungen und ich habe euch vor einigen Wochen versprochen, ihr könnt eine Kleinigkeit gewinnen, bleibt dran, das werden wir in diesem Review besprechen. Weiters möchte ich einen kurzen Rückblick geben, wie sich dieser Kanal entwickelt hat. Einige von euch sind ja schon seit Beginn dabei, andere vielleicht neu, erst jetzt dazugekommen. Dann möchte ich über meine persönliche Gaming-Vergangenheit sprechen, von den 80er Jahren bis heute. Ja, dann könnt ihr meine Meinungen etwas besser einschätzen bzw. etwas besser einordnen. Und abschließen möchten wir mit einem Community-Talk und einer Vorschau, wie es denn weitergeht. Und einige von euch haben auch gefragt, Ron, wie können wir dich unterstützen? Diesbezüglich möchte ich auch einige Worte am Ende verlieren. Macht's euch gemütlich, willkommen hier bei Ron Reviewed. Ja, zum Channel-Start, der war Ende 2016 und ich habe euch das schon einmal erzählt, das war wegen einem Kumpel. Der meinte, er möchte gern bei SimRacing upgraden, findet nur englischsprachigen Content hier im YouTube und im Netz. Und da ist es schwer zu recherchieren, wenn man dieser Sprache nicht ganz mächtig ist. Und er sagte zu mir, Ron, mach doch mal etwas im deutschsprachigen Raum. Und überleg dir doch, mach doch mal was auf YouTube. Und anlässlich des CSL Elite Release von Fanatec, ihr wisst, das war Ende 2016, habe ich mich dann entschlossen, hier etwas zu machen oder einen Channel zu starten oder ins Leben zu rufen. Wie hat sich der Channel seither entwickelt? Ende 2016 bis heute, gutes Jahr. 20 Videos habe ich für euch erstellt bzw. hochgeladen. Die habt ihr in etwa bis dato 140.000 Mal geklickt. Unser meistgeklicktes Video war dieses Rennsport Cockpit vs. Playseat Video. Das wurde 27.000 Mal geklickt. War selbst eine Überraschung für mich selbst, eins meiner ersten Videos. Ja, und die Ratings haben sich im Laufe der Zeit immer weiter verbessert. Wenn ich jetzt hier durchscrolle, die letzten Ratings, ihr seht das hier, 69:0, 50:1, 113:2, 21:0. Ja, und eure Kommentare, die wurden immer zahlreicher. Das hat mich natürlich besonders gefreut und wie ihr wisst, ich habe hier immer zeitnah geantwortet, habe ich geholfen, etwas Support geboten und eure Rückmeldung war einfach großartig. Dann haben wir uns entschlossen oder ich habe euch angeboten, einige neue Features in unserem Channel einzuführen. Und ihr habt viel reingepostet und dann habe ich beschlossen, den Community Talk mit aufzunehmen. Das habt ihr sehr positiv rückgemeldet. Wir haben das eingepflegt und der ist seither mit am Start, damit ihr besser mitwirken könnt hier in unserem Channel. Dazu kam dann vor kurzem mein Vorschlag, so eine Channel News einzuführen. Das habt ihr quasi gewotet mit Top-Kommentaren, mit sehr vielen Likes. Und das haben wir jetzt das zweite Mal am Start gebracht. Eure Rückmeldung war super. Wir werden auch hier diesbezüglich dranbleiben. Meinen persönlichen Werdegang und Standpunkte, die möchte ich auch in diesem 1000 Abonnenten Special kommunizieren. Da könnt ihr besser einschätzen, warum jetzt bei mir VR und SimRacing vordergründig am Start ist. Ihr könnt dann auch meine Meinungen besser einsortieren, gerade diesbezüglich auf VR, Virtual Reality und die ganze Entwicklung. In den letzten Channel News 03 2018, ich hänge euch oben rechts den Link nochmal mit bei, habe ich euch erzählt, ja, ich bin in den 80er Jahren hier mit diesem ganzen Gaming-Zeug groß geworden. Da war Atari am Start, C64. Ich blende euch auch hier overlay ein paar Spielszenen mit ein, Amiga 500 und so weiter. Ich hatte dann auch alle Konsolen durch. Meine erste Konsole oder wie darf ich das nennen, ein kleines Handheld, seht das hier, ein Donkey Kong. Das war so das erste, an das ich mich erinnern kann, irgendwann Mitte der 80er Jahre. Dann gleich interessant für mich waren halt auch immer diese Rennspiele. Das begann hier so mit Amiga 500, Lotus Esprit Challenge, dann Stunt Car Racer. Alles klarerweise noch via Tastatur gesteuert. Und dann weiter ging es bei mir nach dem, was war das, Nintendo, dem ersten Nintendo, gönnte ich mir einen Super Nintendo. Dann mit F-Zero war ich einige Runden unterwegs und weiter ging das Ganze dann. War das dann PlayStation? Bitte meldet mir das rück, ob das stimmt. Need for Speed Porsche war so mein erstes Need for Speed, an das ich mich erinnern kann. Ja, diese ganzen Rennspiele, ich habe euch das erwähnt einmal in einem Review von mir, warum ich da irgendwie so interessiert bin daran. Ich bin da auch dann vor 10, 15 Jahren aktiv selbst auf der Rennstrecke unterwegs gewesen, mit 2 Rädern, nicht mit 4 Rädern, mit einem Superbike, diverse Jahre. Da bringe ich einiges aus dem Real Life mit, einige Erfahrungen, die verknüpfe ich halt auch gerne mit meinem Kanal und diesbezüglich ist die Nähe zum ganzen Rennsport und diesem Geschehen immer noch vorhanden. Wie entwickelt sich meine ganze Spielezeit über die Jahrzehnte, muss ich schon sagen, weiter? Bei mir war es dann so, dass, ja, das war das Jahr 2011, 2012, da war diese ganze Luft raus. Immer diese gleichen Casual Games, das immer gleiche Settings.
Virtual Reality gab es damals noch nicht und irgendwie durch Zufall, kurz bevor ich dieses Hobby an den Nagel hängen wollte, kam ich zu 3D Vision. 3D Vision, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Ja, Stereoskopie, 3D, das hat sich bei den Fernsehen sowieso nie durchgesetzt. Aber am Computer gab es da eine kleine Community über 3D Vision, wurde über Nvidia angeboten. Und ja, ich bin auf den Zug aufgesprungen, habe mir einen kleinen 24 Zoll 3D Vision Moni gekauft und war da sofort in dieser Immersion drin. Zugegebenermaßen bin ich eben dieser Immersions-Junkie und so war 3D Vision so irgendwie mein Notnagel, um beim Gaming noch Spaß zu haben. Und auch hier gab es irgendwie nichts im deutschsprachigen Raum, keine Community und ich entschied mich über computerbase.de, ich hänge euch den Link unten mit bei, so einen 3D Vision Thread zu eröffnen. Ja, und dieser hat sich über die Jahre fantastisch entwickelt, wurde, glaube ich, seither über die vielen Jahre ungefähr 500.000 Mal geklickt, hat sich zur größtsprachigen 3D Vision Community im deutschsprachigen Raum entwickelt. Wir haben dann auch Kontakte zum GeForce Forum, zum englischsprachigen Forum gepflegt und hier sehr viel mit den Moddern zusammengearbeitet. Ich scroll hier mal durch, ihr könnt rausschauen, was da über die Jahre entstanden ist. Parallel dazu habe ich dann immer wieder auch Virtual Reality im Auge gehabt und so meine erste Begegnung, auch da habe ich ein Review verfasst. Das war damals noch sehr kritisch bezüglich Virtual Reality. Zu diesem Stand der Dinge war es so bei mir, 3D Vision lief dann mittlerweile über 3D Vision Surround, ich hänge euch die Bilder mit rein. Es war sehr aufwendig, viel Frickelei, auch mit SLI-Systemen. Ihr seht das hier, hatte ich 480 SLI am Start, riesenaufwendig mit dem ganzen System, aber es machte irre Spaß. Ja, dann habe ich ein Review verfasst zur Oculus DK2, die hat mir ein Freund geschickt, gleich nach Release. Das war sehr zwiespältig, aber diese Immersion konnte ich schon erkennen. Lest euch da mal die paar Zeilen durch, das ist sehr spannend, wie meine Meinung zu Virtual Reality im Jahr 2014 war das, da stattgefunden hat, was ich dazu zu sagen habe. Ich habe das Potenzial erkannt oder habe gespürt, da kommt was Großes auf uns zu, aber die Zeit war damals noch nicht reif. Ja, Jahre später kam dann CV1 am Start, Oculus CV1. Die habe ich mir dann am Gebrauchtmarkt ergattert, so ein paar Monate nach Release. Reviews dazu, die findet ihr auch schon in meinem Channel. Erst kürzlich habe ich dieses 365 Tage Oculus Rift vs. PlayStation VR Review angehängt, wie es mir ein Jahr damit gegangen ist. Klickt da mal rein. Ja, und während meines CV1-Kaufs, da lief dann auch schon der ganze YouTube-Channel an und ich habe das Ganze sozusagen parallel verfolgt, euch immer wieder kommuniziert, warum denn Simracing bei mir mittlerweile nur mehr mit Virtual Reality stattfindet. Zum Thema Virtual Reality noch ein paar Worte von mir. Ja, da habt ihr immer diese Argumente, ja, das ist eine Spielerei und wird sich das durchsetzen oder nicht. Ja, da gibt's zwiespältige Meinungen. Meine Meinung dazu, das wisst ihr, und wenn ihr jetzt die letzten Worte von mir verfolgt habt oder die Ausführungen, wenn ihr dann aufwächst, so über die Jahrzehnte mit Donkey Kong, mit simpelsten Grafiken, ja, das war das Ganze sehr spartanisch und sehr einfach. Und dann drehe ich mich hier zu meinem Rennsport-Cockpit rüber und fetze hier jetzt ein paar Runden über die Nordschleife in der Virtual Reality. Ich glaube auch, dann schätzt man diese ganze Entwicklung über die vielen Jahre umso mehr. Und ja, da kommt auch trotz des geringen oder dieses problembehafteten Screen-Door-Effekts, dieses geringen Field of Views, da nimmt man diese Sachen in Kauf und freut sich über diese Immersion und freut sich über das, was sich über die Jahrzehnte entwickelt hat. So habe ich das Hobby wieder neu kennengelernt, genieße es und wie gesagt, ich bleibe weiterhin am Ball. Ihr wisst, das Pimax 8K habe ich gebackt. Mal sehen, was mit Vive Pro zukommt. Das werden wir alles sehen und beobachten. Zu unserem Gewinnspiel, das interessiert euch besonders und die treuen Community-Mitglieder von euch wissen, dass diese Tasse, die ich euch jetzt hier vor die Nase halte, die habe ich immer wieder ins Spiel gebracht. Und ich habe mich entschieden, ja, das war so bei 500, 600 Abonnenten, da habe ich mir gedacht, ja, wenn wir diese magische Tausender-Marke mal erreichen, dann will ich euch etwas weitergeben. Dieses Ding könnt ihr nun gewinnen. Ich habe mir überlegt, wie ich das Ganze fair gestalte. Ich werde hier ich zeige euch das hier, so einen, wie heißt das Ding, YouTube Random Comment Picker. Den werde ich verwenden und zufallsgeneriert einen Gewinner wählen. Mir ist es dann egal, ob ich das Ding dann nach Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz oder sonst wo in Europa verschicke, von mir aus auch in die Staaten rüber oder auf die Insel. Das ist mir ganz egal, das nehme ich gerne in Kauf. Einer von euch wird diese Tasse, meine geliebte C64-Tasse abstauben. Das Einzige, was ihr hierzu machen müsst, postet in unserem 1000 Abonnenten Special unten in den Kommentaren rein und damit könnt ihr über diesen YouTube Comment Random Picker zufällig erwählt und generiert werden. Und im nächsten Review werden wir das Ganze auflösen. Ich werde euch dann den Gewinner quasi präsentieren und werde euch dann kontaktieren und wird
tauschen dann die Daten aus und einer von euch oder eine von euch wird dann diese wunderbare Commodore C64-Tasse abstauben. So sieht's aus. Ja, dann kam einiges von euch in den Kommentarfunktionen. Ja, Ron, bitte sag uns doch, wie wir diesen Channel supporten können. Wir sind begeistert, einige von euch sind begeistert und sagen, ja, du hast noch immer so wenige Abonnenten, du solltest schon viel mehr haben. Ja, das freut mich natürlich, eure Rückmeldung. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das Ganze wir bewerkstelligen sollen. Bei 1000 Abonnenten schaltet YouTube so quasi diese Werbung frei. Das ist bei meinem Channel noch nicht geschehen. Ihr seht bis dato noch keine Werbeeinblendungen. Das geht dann anscheinend automatisch. Eins, wie ihr mich auf jeden Fall unterstützen könnt, ist, wenn ihr diese Werbung eben anklickt. Dann kam so ein Vorschlag von einem Community-Mitglied, mach doch eine Patreon, log dich bei Patreon ein und lass dich dort supporten. Das habe ich mir auch angeguckt, nur das Ganze ist dann irgendwie so ein Abo-Modell, wo ihr dann da monatlich irgendwie Geld spenden könnt. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Postet einfach unten mit rein, was ihr dazu sagt. Mein Vorschlag wäre es einfach bei anderen YouTubern, die viele Follower haben, auch mal rein zu posten oder darauf aufmerksam zu machen, dass es hier einen coolen Virtual Reality und Simracing Channel gibt, oder postet das Ganze bei Facebook oder sonst wo ihr eingeloggt seid, bei Instagram, oder kontaktiert auch mal Fanatec, Logitech oder Thrustmaster, dass hier ein YouTuber am Start ist, der gerne auch mit diesen Firmen zusammenarbeitet und vielleicht kommt ja etwas zusammen. Apropos andere Firmen, ich habe euch das immer wieder gesagt, ja, ich kann euch das reviewen, was ich selbst am Start habe. Das heißt, ich werde hier noch von keiner Firma irgendwie gesponsert, bekomme Geld für irgendwelche Reviews. Ich muss das ganze Zeug selbst besorgen, kann froh sein, wenn mir etwas zur Verfügung gestellt wird, wenn mir jemand etwas leiht, oder ich muss mir eben das Zeug selber kaufen, um euch das dann zu reviewen. Wenn etwas Kohle reinkommt, würde ich mir leichter tun, auch einfach Sachen einmal zu kaufen, die ich nicht benötige, um auch wieder mal Logitech und Co. zu reviewen. Es ist schade, ich hatte das ganze Zeug damals am Start, Logitech, Thrustmaster und Co. nur damals eben noch keinen YouTube-Channel. Das ist irgendwie mein Pferdefuß und vielleicht können wir da irgendwas auf die Bahn bringen. Lasst uns den Community Talk live hier on the fly machen. Ich blende euch das über Moni mit ein. Da gehe ich jetzt die letzten Kommentare von euch durch. Hier GG hat gepostet, er ist sich nicht sicher, welche VR-Brille er sich holen soll. Ja, das sind schwierige Zeiten in diesem Moment, wo ihr euch entscheiden müsst, wenn ihr dazu switchen wollt. Derzeit habe ich das über die Vive Pro erwähnt, diese 879, da habt ihr noch keine Peripherie dazu, die wird es erst in ein paar Monaten geben, das wird eine kostspielige Sache. Habt ihr genug Geld, dann wird dies das beste Produkt sein, das ihr im Moment erwerben könnt. Wollt ihr sparsamer angehen, um mal anzutesten, bleibt immer noch die Möglichkeit, gewisse Sachen wie eine ursprüngliche HTC Vive oder die Oculus Rift zu mieten. Macht das über Grover, bietet das an, das habe ich immer wieder erwähnt, auch in diesem letzten Oculus Rift vs. PlayStation VR Review. Auch der Wilson Won, einer unserer ersten Follower, hat geschrieben, schönes Review. Wir haben dieses Buch Ready Player One, habe ich erwähnt, der Film, der jetzt demnächst in unsere Kinos kommt, klickt auch nochmal in meine letzten Channel News mit rein. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Dann Andrew hat geschrieben, wie sieht es denn aus mit dem CSL Elite PS4 Mount? Bleibt es gut am Tisch? Ja, wenn ihr nicht solche Rigs, Rennsport Cockpits und so weiter habt, ja, diese Table Mounts, die funktionieren wunderbar. Das kann ich euch rückmelden, hatte ich ja selbst zu Beginn meines Channels am Start. Ja, das könnt ihr verwenden. Da ist es nur wichtig, dass euer Tisch entsprechend stabil ist, weil dieses Force Feedback ab 6 Newtonmeter, das geht schon ganz schön zu Werke. Martina schreibt, kann man mit den V3 schnellere Rundenzeiten fahren als mit CSL Elite? Da kann ich euch sagen, ja, etwas schneller, das ist marginal bei den Pedalen. Ich spürte das Upgrade mehr bei dem Wechsel auf bessere Wheelbases. Also von Elite auf CSW V2, da spürte ich es an den Rundenzeiten deutlicher, als wenn ich die Pedale wechselte. Dann will ich noch weiter nach unten scrollen. Die Cobras schreibt, Top-Channel, nur ein bisschen wenig Content. Ja, da freue ich mich auch über solche Feedbacks. Meldet mir rück, was wir denn noch mehr in unserem Channel aufnehmen können. Ich werde es versuchen zu machen und vielleicht bringen wir das auf Schiene. Und auch kritische Kommentare, ihr wisst das, die möchte ich immer wieder im Community Talk erwähnen, weil von denen lernen wir dazu und das bringt unseren Channel weiter. Hier hat STR geschrieben, der hat eins meiner ersten Reviews, dieses meistgeklickte PlayStation Playseat vs. Rennsport Cockpit Review bewertet und schreibt, ouch, ich dachte, Probleme mit Anglizismen hat er. Kleiner Tipp, 5 Minuten Intro, verwackelte Kamera und so weiter. Ja, da gebe ich dir recht, SDR. Das waren meine Anfänge so bei YouTube und ich möchte eine Lanze brechen über diese YouTuber, die neu beginnen. Gebt ihnen Zeit, bis sich das Ganze entwickelt. Ich hoffe, du guckst auch bei den neuen Reviews mit rein. Und damals waren meine Reviews, ich kann euch das ganz ehrlich sagen, am liebsten würde ich diese ersten löschen und nochmal neu für euch hochladen. Aber das mache ich nicht. Das gehört auch zu den ganzen Anfängen dazu. Diese Intros waren viel zu lang. Ich habe hier meistens
gefilmt, draufgehalten. Ich hatte noch diese alte GoPro 3 am Start, da war vieles verwackelt, viel zu dunkel. Mit der Beleuchtung habe ich auch noch nichts gemacht. Und auch die Sprachgeschwindigkeit, das habt ihr mir immer rückgemeldet, war sehr mühsam mir zuzuhören. Das Einzige, was damals schon war, unsere Reviews waren immer sehr detailliert, das ist geblieben, aber an allem anderen habe ich mich bemüht, daran zu arbeiten und ich habe das dann rückgemeldet, die Reviews werden immer besser und ich glaube, der Weg stimmt. Ich hoffe, SDR, du bist immer noch am Start und guckst wieder rein bei mir. Ja, bevor ich rausgehe, noch eine kurze Vorschau, was euch weiter erwartet. Ihr wisst, das Pimax 8K, auf die warte ich. McLaren GT3 Wheel, das sollte in Kürze bei mir eintrudeln. Ja, und alles weitere, das werden wir sehen. Assetto Corsa Competizione, ihr wisst das, in diesen Channel News habe ich auch viel darüber gesprochen. Da freue ich mich besonders drauf. Und so wird sich unser Channel weiterentwickeln, er wächst weiter. Und es ist einfach eine Freude, mit euch zusammenzuarbeiten. Eure Kommentare, diese ganze wertschätzende Rückmeldung, das pusht immer wieder weiterzumachen. Auch wenn abseits anderer Sachen, sozialer Verpflichtungen, die ich habe mittlerweile in meinem Alter oder natürlich meinen Fulltime-Job, sportliche Dinge, die ich betreibe, da freue ich mich doch immer wieder hier an den Tisch zurückzukehren und euch einige Sachen bereitzustellen. Vielen Dank, liebe Community-Mitglieder. Mal schauen, wie sich unser Channel weiterentwickelt. Ich freue mich, euch mit am Start zu haben und freue mich über jeden Thumbs up, jedes Daumen hoch von euch. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst ein Abo da. Klickt jetzt in der Mitte des Monats den Subscriber-Button. Liebe Leute, ich gehe jetzt raus und freue mich auf unser nächstes Review. Wir werden unsere Tasse verlosen. Bleibt weiter dabei. Liebe Grüße von eurem Ron.